Aufsteiger Nummer 2, den wir heute zu bespielen haben. Hannover 96, Heinz von Heiden Arena. Mein Gott, schon eine lange Zeit nicht mehr in Hannover gespielt. Sind aber genau wie Schalke und die Hertha hier aufgestiegen in-game. Wir müssen dranbleiben an Wolfsburg. Gegen die spielen wir als nächstes. Ja, wir haben dann noch zwischenzeitlich das Spiel gegen Inter. Auch sehr, sehr entscheidend. Also ihr seht, wichtige Spiele in den nächsten paar Folgen. Und wenn wir die möglichst, ja, alle gewinnen, sind wir erstens im Achtelfinale. Zweitens, wenn es ganz ideal läuft, haben wir Wolfsburg überholt. Dann auch hoffentlich im direkten Duell. Und dann wären wir ja zum Abschluss der Hinrunde, die ja auch schon fast wieder vorbei wäre, eigentlich richtig gut in Fahrt und richtig gut in Form. Aber dazu muss halt heute Hannover genauso wie Schalke eigentlich, ja, dominant bespielt werden und eigentlich auch gewonnen werden. Aber ich tue mich gegen so Gegner manchmal auch sehr, sehr schwer. Schwerer als jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen oder gegen die Bayern oder Dortmund. Aber wir machen hier schon wieder ganz viel Druck. Von Anfang an. Orban mit der ersten Chance. Oh, Kalajdzic. Warum habe ich auch gesagt, dann hätte ich ihn nochmal annehmen können. Da hatte ich ja eigentlich so viel Platz. Warum auch hoch? Ich hätte auch nochmal auf Mamouche zurücklegen können. Ich habe einfach wieder 10.000 Ideen gleichzeitig. Und ja, nicht immer funktioniert das, was ich da noch vorhabe. Aber gut, so ist es nun mal. Hannover mit einem 4-1-2-1-2, also mit einer Raute. Oben die ersten 4. Seht ihr, Wolfsburg hat 27. Wir haben 22. Bislang. Ich hoffe, heute kommen die nächsten 3 dazu. Und es sieht bislang eigentlich auch ganz gut aus. Wir machen hier wieder viel Druck mit unserem 4-4-2. Das klappt richtig gut. Ich habe jetzt nochmal 2 kleinere Veränderungen vorgenommen. Und zwar, dass ich den rechten und linken Mittelfeldspieler in die Mitte ziehen lasse. Weil dann nämlich auf der Außen Platz sein soll für unsere Außenverteidiger. Die kommen dann mit nach vorne, um dann die Offensive noch mehr zu unterstützen. So, ne, das ist die Idee. Das ist der Plan, das ist das Ziel. Mal gucken, inwieweit das sich auch bewährt macht in dem Spiel und dann halt auch in den nächsten Spielen. Oh, da gibt es wieder einen Freistoß, warum auch immer. Aber sobald hier das erste Tor mal gefallen ist, dann läuft es auch eigentlich normalerweise ein bisschen leichter von der Hand. Das ist aber auch eigentlich immer gegnerabhängig. Jetzt kommt Hannover über Moroja. Flanke kommt rein. Oh, an Freund und Feind vorbei. Das ist dann halt das Gefährliche, wenn die dann einmal vors Tor kommen und du hast die vorher noch nie gesehen. Kalajdzic, oh, jetzt kriegen wir auch mal einen Freischuss, warum da auch immer gepfiffen wird. Aber weiter geht's, Haraldsson. Durchgesteckt auf Van de Beek, nee, ach, da doch nicht hin. Aber Ugarte holt sich den nochmal, Orban prescht sich da irgendwie durch. Ah, da wollte ich auch gerade nicht hin. So, und Hannover kommt über Moroja wieder. Also wenn was bei Hannover geht, dann über deren rechte Seite. Aber bei uns ist halt die linke Seite die schnelle und die starke Seite. Meier. Ja, Kalajdzic, der winkt schon mal. Der bringt sich in Position. Da ist er schon. Ja, wir bekommen ihn noch nicht so richtig hin. Also wie gesagt, der ist 2 Meter groß. Viele Flanken kommen bei ihm leider noch nicht so an. Oh, schöner Wechsel hier. Dann mal von der anderen Seite. Vielleicht kriegt Kadiolu das besser hin. Ja, Orban ist da. Kriegt er den zurück. Und wir kriegen einen Einwurf. Wir setzen uns jetzt fest. Das ist die erste, ja, bessere Drangphase, würde ich sagen. Van de Beek ist da. Spielt sich frei. Oh, und hat Platz zum Schuss. Ja. Auch das muss mal sein. Einfach mal abschließen. Ich bin ja sonst immer so ein Fan davon, den Ball gefühlt ins Tor reinzutragen. Und dann noch ein Dreher und noch ein Ball. Und hat sich halt bei mir so eingespielt. Aber es muss dann auch mal der Schuss von weiter weg sein. Robin Koch, zack, Van de Beek. Also auch die Verteidigung bislang, die hat da alles im Griff. Wir werden auch bislang nicht so richtig gefordert, was auch ein gutes Zeichen ist. Haraldsson, oh, zu weit, zu weit. Ne, den kriegt er sogar noch. Ich habe den schon weggesehen, aber gut. Hat leider nichts gebracht, wir sind aber schon wieder da. Genau, das ist das Spiel, was ich jetzt haben wollte. Viel Druck. Spieler auf ein Tor und dann muss halt irgendwann dann auch zwangsweise die Führung her. Da ist Kalajdzic und Zieler. So, müssen wir ihn ins Spiel kriegen. Wie gesagt, über Flanken, da liegen seine Stärken. Der ist zwar auch aufgrund seiner Größe technisch sehr sauber, sehr gut. Aber seine Stärken liegen dann doch eher woanders. Aber jetzt hat er mal Platz. Und Kalajdzic macht das alleine. Minute 36. Innenpfosten rein. 1-0.
Die Erlösung, das ist es. Das ist das, was wir halt gegen so Gegner immer mal brauchen. Und das haben wir auch gut gespielt. Und er nimmt den Ball richtig gut mit. Dann läuft er da mit seinen 50 oder 56 Tempo. Läuft da allen davon. Hat er Glück, dass die Innenverteidigung wohl auch nicht so schnell ist. Und dann natürlich auch wieder mit ein bisschen Glück. Ja, dass er zur Zeit vom Innenpfosten reinspringt und nicht raus. Oder gegen den Keeper nochmal gegen, keine Ahnung. Und die Führung also. 36. ist ein guter Zeitpunkt vor der Pause. Und jetzt weitermachen. Genau da. Weitermachen. Ein zweites Ding irgendwie nachlegen. Und wir sind schon wieder vorne. Also das muss ich jetzt wirklich, nachdem ich jetzt ein paar Spiele mit diesem 4-4-2 gemacht habe, sagen, wir haben viel mehr Präsenz auf vorne, viel mehr Leute einfach vorne, wenn wir dann halt mal vorne sind und vorne angreifen. 4, 5 Mann, auch über die Außen. Das ist halt schon sehr, sehr sensationell. Und es läuft ja bislang auch ganz gut. Egal gegen wen, ob gegen Man City oder jetzt hier gegen Hannover bislang. Koch ist da, gewinnt den Zweikampf sehr, sehr gut. Verteidigung hat sich auch ein bisschen stabilisiert. Das war ja auch anfangs oder auch die letzten Spiele sehr, sehr wild. Viele Gegentore, das werden wir halt auch nicht ganz abgestellt bekommen. Aber solange wir halt immer ein paar Tore mehr schießen als die Gegner, ist das alles okay. Von der Beek nochmal abgefälscht. Und dann geht diese sehr dominante erste Halbzeit erstmal zu Ende. Aber da muss natürlich noch mindestens mal ein zweites oder auch ein drittes Tor folgen. Weil jetzt hier Ausrutscher in der jetzigen Phase, das dürfen wir uns eigentlich nicht erlauben. Weil dann haben wir gegen Wolfsburg, wenn die vielleicht auch nicht gewinnen oder halt nur unentschieden spielen, echt die Chance, die zu überholen oder zumindest nah ranzukommen. Ja, und ich habe ja auch schon mal gesagt, der Kader ist locker besser als Platz 9 oder 10, was wir da auch mal zwischenzeitlich hatten. Aber die Frage ist halt immer, wie gut kriegen wir es halt auf den Platz. Weil wir uns im Prinzip auch in so Spielen nur selber im Weg stehen können. Also Hannover steht ja nicht umsonst unten, ne? Und auch Schalke und die Hertha. Aber wir machen das, wirklich. Wir bauen hinten rum auf und wenn es gar nicht geht, dann kommt auch mal der Seitenwechsel. Guardiola, super, wie an der Schnur gezogen. Und Union führt in Wolfsburg. Das ist ein gutes Zeichen für uns, eine gute Nachricht. Also könnten wir im nächsten Spiel mit einem Sieg gegen Wolfsburg dann an denen vorbeiziehen. Aber dazu müssen wir hier erstmal unser Spiel gewinnen. Das haben wir nämlich auch noch nicht gewonnen, denn Hannover kommt über Schaub gegen Pacho. Oh, Pacho muss da hin. Kommt aber nicht hin. Und jetzt Moroja mit der Chance. Der Ball kommt rüber. Und da ist der Ausgleich. Auch wieder ganz typisch für uns. Ein einfacher Ballverlust vorne, Robin Koch. Und dann sind wir halt hinten ein bisschen offener durch unsere Spielweise. Aber das nehme ich dann auch gerne in Kauf. Und dann hier mussten wir uns wieder entscheiden. Moroja. Und dann ist es, glaube ich, Derek Köhn. Ja, der den Ball dann nur noch einschieben muss ins leere Tor. Tja, geschlafen. Sehr unnötig vorne halt auch den Ball wieder verloren. Und Hannover ist wieder im Spiel. Durch unseren Fehler, durch unsere Mithilfe. Auch wieder ganz, ganz typisch. Aber wir haben noch Zeit, natürlich. Guckt mal oben links. Erstes Tor von Derek Köhn. Ich habe auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Hannover kommt schon wieder. Achtung, die werden doch wohl nicht jetzt hier den Doppelschlag machen. Fast das 2:1. Und da sind wir wieder wie gegen Freiburg. Ne? Da haben wir auch innerhalb von wenigen Minuten das Spiel hier völlig außer Hand gegeben. Aber wir sind schon wieder vorne. Kalajdzic auf Orban. Komm, spiel deine Klasse aus. So muss es sein. Das ist die passende Antwort. Knapp eine Stunde gespielt und Gift Orban macht halt das, was er machen muss und was er auch sehr sehenswert schon teilweise gemacht hat. Hier der Ball, zack, und dann nimmt er hier die Geschwindigkeit mit. Den ganzen Schwung und dann ins lange Eck, ohne Chance für Zieler da irgendwas zu verteidigen. Jetzt bekommen wir schon mal Schützenhilfe von Union. Dann müssen wir das Ganze auch mal ausnutzen. Und möglichst gleich noch ein Tor nachlegen. Hier jetzt im Schwung bleiben, den Schwung mitnehmen. Mamouche, nee. Da laufen sie auch immer blind in die Gegner rein, anstatt sich mal anzubieten. Machen sie dann sowas hier. Hannover kommt wieder. Achtung, Derek Köhn. Achtung, nächste Chance, aber Verteidigung steht. Guardiola nimmt den erstmal auf. Und dann auch hier wieder die Chance umzuschalten. Hannover gibt uns nicht so viel Raum. Oh, apropos,
Den müssen wir dann auch besser bespielen. So, und wieder viel Platz. Oh, ganz oben Mamouche, wenn ihn Kadiolu sieht, ja. Hätte auch nicht unbedingt sein müssen, der Ball, aber man wollte es mal versuchen. Und Meier, ja, natürlich dadurch, dass die Verteidiger jetzt mit nach vorne kommen, ist ja klar, dass da ab und zu auch mal die Außen frei sind. Aber wie gesagt, das nehme ich gerne in Kauf, weil bei Ballgewinn, hier, schaut euch das an, wir sind 4 gegen 3. Müssen wir jetzt eigentlich ausspielen. Ja, wieder zu kompliziert hier, ich weiß. Mamouche. Meier, so, und jetzt, wo finden wir Kalajdzic? Wo finden wir ihn? Nee, finden wir doch nicht. Aber das muss halt die Idee sein. Ne? Überfallartig quasi nach vorne, aber auch nach hinten. Das Verteidigen nicht vergessen. Pacho ist da, macht das. Und Ugarte zur Not mit der Grätsche. Das ist so sein Markenzeichen geworden. So, wieder viel Platz vorne. 3, 4 Mann. Also wir haben vorne immer Überzahl. Heißt natürlich, dass wir hinten dann Unterzahl haben. Sehr, sehr wildes Spiel. Aber lieber so ein Spiel. Ich spiele lieber 5:4, als irgendwie so ein, ja, 1:0 zu verteidigen. Da bin ich euch auch ganz ehrlich. Und wir haben ja die Anspielstationen. Oh, schon wieder. Ey, das sind so leichte Ballverluste. So ganz, ganz unnötig halt einfach. Mal vorne waren sie schon wieder, die glorreichen 4. Achtung, da ist erstmal eine große Lücke. Achtung, Patsch und Koch kommen nicht hin. Und der Pfosten rettet uns. Jetzt kommt das natürlich auch noch mit dazu, dass wir ein bisschen Glück haben. So, Kalajdzic schon wieder. Mamouche auf der Außen, der hat so viel Platz gegen Neumann. Kommt nicht vorbei. Kommt leider einfach nicht vorbei. So, aufgepasst. Hannover kommt wieder. Es ist jetzt ein bisschen offener. Offener Schlagabtausch geht ganz schnell und ganz wild hin und her. Aber schon wieder der Ballgewinn. Also so viele Umschaltmomente, wie wir hier haben. Die müssen wir einfach besser ausspielen. Jetzt zum Beispiel Kalajdzic gegen Halzenberg. Alleine, jawohl. Die Chance auf seinen Doppelpack. Und die Entscheidung. 1:3. Und endlich spielen wir auch mal so einen Konter aus. Ganz einfach gespielt, wieder in die Lücke rein, in die Schnittstelle. Und ihr habt ja gesehen, so überfallartig, wie wir hier dann teilweise auch gespielt haben. Schön gemacht von Kalajdzic. Auch schon 9. Tor, glaube ich, ne? Müsste das sein, ja. 9. Tor im 12. Spiel oder so. Also auch eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Und ich hoffe, dass wir das gegen Inter halt auch zeigen. Ne? Da muss ich halt schauen, wer hier noch halbwegs fit ist. Ich glaube, wir bekommen das ganz gut hin. Da schmeißen wir auch ein paar Leute von der B11 rein. Denen traue ich das auch auf jeden Fall zu. Aber noch ist hier nicht gewonnen. Noch ist Hannover im Spiel drin. Aber wir haben ja die Züge in der Hand hier. Das Ding hier zu entscheiden. So, Orban. Hält mal den Ball. Genau, Mamouche auf der Außen. Nimmt dann wahrscheinlich den Meier mit. Oh, aber so nicht. Auch wieder so Kleinigkeiten, wo wir auch uns wieder eine gute Chance verbaut haben. Aber unser Mittelfeld passt auf. Meier rettet den. Dortmund führt auf Schalke. Sind ja im Pokal da ausgeschieden. In der Liga gewinnen sie da. Wohl anscheinend. Und wir gewinnen hier 3:1 in Hannover. Zwischenzeitlich war es mal ein bisschen enger. Wir hätten auch zurückliegen können. Aber im Endeffekt, glaube ich, über die gesamte Spielzeit ist das hier verdient. Auch in der Höhe. 3:1. Heißt, wir machen einen guten Schritt. Wenn Union in Wolfsburg gewonnen hat, haben wir also im nächsten Spiel die Chance, uns vorbeizuschleichen an den Wolfsburger. Und jetzt gilt erstmal voller Fokus aufs letzte Champions-League-Spiel gegen Inter. Hier sehen wir es nochmal. Union gewinnt 2:1 beim VfL. Zwischenzeitlich haben wir ja die Führung miterlebt. Also vielen Dank an Union für die tatkräftige Unterstützung. Und jetzt kommt es zum großen Finale. Das erste Finale, wenn man so möchte, in der Champions League. Oh, dann haben wir nochmal, ja, international... Also international Woche, englische Woche. Spielerverlust droht. Oh, von Mario Götze. Ach so, okay. Er hat nur noch ein halbes Jahr Vertrag und da er älter als 23 ist, darf er mit anderen Vereinen in Gespräche gehen. Jetzt halt die Frage, halten wir jetzt noch Mario Götze oder verkaufen wir auch ihn? Nutzen wir jetzt nochmal das Geld, was wir für ihn kriegen? Guck mal, wir haben auch zum Beispiel, wenn wir mal auf die Verträge gucken, wir haben jetzt auch Rode, der wird halt, glaube ich, nach der Saison gehen oder beziehungsweise aufhören. Dann haben wir hier Chandler, wird auch wahrscheinlich aufhören. Foti ist noch ein halbes Jahr, den haben wir halt auch nur geliehen. Kalajdzic für 1 Jahr. Dann haben wir Gibur und Mario Götze. Das sind halt diejenigen, die jetzt so fehlen oder beziehungsweise die noch auf der Agenda stehen. Von Götze können wir ruhig nochmal verlängern. Der ist ja immer wichtig. Also Verlängerung delegieren, das machen wir mal hier ganz easy. So, akzeptieren. Haben wir Vertrag schon verlängert. Bei Kalajdzic würde ich halt nach dem Jahr nochmal gucken, ob man den dann fest verpflichtet oder ob man da nochmal einen anderen Stürmer holt.
Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass Götze noch bleibt, dass der nicht dann auf jeden Fall ablösefrei geht. So, jetzt hier, schwarz auf weiß haben wir es. Wenn wir gewinnen sollten, sind wir auf Rang 4, je nachdem wie Leipzig dann spielt. Wenn die höher gewinnen als wir, wenn wir überhaupt gewinnen. Ach, gegen Bayern spielen sie, okay. Also dann können wir uns auf Rang 4 vorschleichen oder würden dann auf dem 4. stehen und dann halt auch genau dort stehen, wo der Manager oder der Vorstand uns erwartet. Unten Hannover, Schalke und Hertha. 3 Aufsteiger, dann Bremen, Stuttgart. Das ist auch alles sehr, sehr eng beieinander. Und hier auch nach wie vor Platz 5 bis 9. Das sind 5 Punkte, das ist nix. Das ist nix. So, und jetzt gucken wir mal. Das war, ja, Van de Beek wahrscheinlich müssen wir ersetzt kriegen. Orban vorne. Da könnte ich mir auch Mamouche vorstellen. Dann stellen wir links Schaibe hin. Also wir haben schon ein paar Optionen. Die ganze B11 werde ich jetzt nicht hinstellen. Dafür, ja, geht es halt auch einfach um zu viel. Also, Gruppenfinale gegen Inter. Achtelfinale oder Europa League. Die beiden Auswahlmöglichkeiten gibt es. Macht's gut, schaut die letzten Videos gerne an in der Endcard und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut, ciao, ciao.